Hi und schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Video zeigen wir dir, was du in Bangkok im Dezember außerhalb der ganzen Weihnachtsmärkte sonst noch erleben kannst. Ja, denn hier findet jetzt das Vichy Chayophraya statt. Das ist ein Festival entlang des Flusses. Also hier gibt es überall Licht- und Soundshows jetzt im Dezember und ist auf jeden Fall absolut sehenswert. Und wir machen den Start hier an einem Tempel in der Nähe vom Wat Arun. Leider können wir den Namen nicht aussprechen, deswegen blenden wir dir den jetzt unten ein und du kannst auf jeden Fall gespannt sein. Los geht's! Mitten in der Dunkelheit wird dieser Tempel plötzlich zum lebendigen Kunstwerk aus Licht und Sound. Das ist genau das, was das Vichy Chayophraya ausmacht. Hier trifft modernste Lasertechnik auf jahrhundertealte Tradition. Ein Gänsehautmoment, direkt am Fluss der Könige. Nur ein Stückchen weiter den Fluss runter wartet schon das nächste Highlight, die Memorial Bridge. Hier wird die Stimmung ganz anders. Statt alter Tempelmauern wird hier die massive Stahlkonstruktion zur Bühne, was dem Ganzen einen futuristischen Look verpasst. Ja, also wir sind hier am Bangkok Pier vom Chayophraya in Bangkok. Das ist eine Station, die ist recht weit nördlich gelegen, weil wir in der Nähe ein Hotel haben. Und wir nehmen dich jetzt mit der Fähre. Wir fahren runter zum Asiatic Riverfront. Das ist also der schönste Abschnitt hier auf dem Chayophraya. Und da ja hier das Festival stattfindet, gibt es hier überall Licht- und Soundshows. Und wir sind so richtig gespannt, was uns jetzt gleich erwarten wird. Aber ganz ehrlich, die beste Perspektive hast du einfach vom Wasser aus. Während wir den Chayophraya entlang schippern, reiht sich ein Highlight an das nächste. Links und rechts leuchten die Installationen um die Wette und spiegeln sich im Fluss. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Weiter geht's flussabwärts, vorbei am Icon Siam. Das Ziel haben wir dabei schon fest im Blick. In der Ferne grüßt bereits das Riesenrad. So, wie du gesehen hast, sind wir jetzt eine Stunde über den Chayophraya gefahren, und zwar mit der Orange Flag, und haben dafür pro Person nur 16 Baht bezahlt. Ist natürlich nicht so schön wie mit so einem River Cruise Schiff, aber hey, es ist ja mal ein richtig guter Preis gewesen. Jetzt gehen wir noch zum Asiatic Riverfront, dann sehen wir uns später. Hier hat sich in letzter Zeit richtig viel getan. Neben dem Riesenrad gibt es jetzt zum Beispiel den neuen Skyflyer und sogar eine Jurassic World Experience. Und falls du dich gewundert hast, wo die ganzen großen Dinner Cruises starten, genau hier legen die meisten ab. So, noch ein kurzes Fazit jetzt zum Asiatic Riverfront. Also wir waren hier schon mal vor ein paar Jahren, da hat es noch einen cooleren Flair gehabt jetzt für unseren Geschmack. Es gab Streetfood und Live-Musik und ist jetzt schon zu einer ziemlichen Kommerzveranstaltung so ein bisschen verkommen. Ich meine, es gibt hier viele Sachen, es ist so ein bisschen wie ein Jahrmarkt. Es gibt Jurassic World, es gibt ein Riesenrad,
Dann gibt es noch ein riesig großes Kettenkarussell jetzt Ja. neu. Ist aber alles schon so ein bisschen teuer und ja, aber man hat eine coole Aussicht. Ja, da muss ich dem Marco auf jeden Fall recht geben. Also es ist nicht mehr so chillig wie vor ein paar Jahren, aber es lohnt sich trotzdem hierher zu kommen. Man kann vom Sapan Taksin Pier, kann man umsonst hier hinfahren und wieder zurück, also gar kein Problem. Und man hat hier echt eine tolle Aussicht auf den Fluss und die ganzen Hochhäuser. Also es lohnt sich auf jeden Fall definitiv. Das Icon Siam spielt einfach in einer eigenen Liga. Unten am Ufer feuern sie eine riesige Multimedia-Wassershow ab. Es ist echt beeindruckend, wie die Wasserstrahlen hier synchron tanzen und ständig die Farbe wechseln. Ein echtes visuelles Spektakel, das man sich einfach mal in Ruhe anschauen muss. Aber für den wirklich magischen Moment solltest du auf den Balkon gehen. Von hier oben liegt dir ganz Bangkok und das Lichtermeer zu Füßen. Jetzt war eigentlich der Abschluss geplant. 1000 Drohnen am Himmel, Feuerwerk, Cinematic-Aufnahmen. Aber leider haben wir es vermasselt. Ja, leider. Ja, Folgendes ist passiert. Also wir haben uns eigentlich schon länger vorbereitet, waren uns sicher, dass der Tempel, den wir auch am Anfang vom Video gezeigt haben, der perfekte Spot ist dafür, weil direkt daneben ja auch die Memorial Bridge ist und da das ganze Spektakel stattfindet. Allerdings war es so, wir sind dann im Taxi hingefahren, haben das total unterschätzt, der Verkehr. Weil das war ja das Super-Event des Jahres, kann man fast sagen. Und die ganzen Thais sind auch dahin gepilgert. Touristen haben wir gar nicht so viel da gesehen, aber es war so voll. Wir kamen an dem Wat an und haben gedacht, okay, die ganzen Plattformen waren besetzt, die ganze Brücke, also diese Promenade da am Fluss war komplett voll. Also da haben wir gedacht, okay, das ist Mist. Und haben dann versucht, entlang der Promenade noch einen Schluff zu finden, also noch einen Einstieg zu finden. Das war aber nicht machbar. Ja, dann wurden wir da mit der Masse, sind wir da mitgeschwommen sozusagen, wurde immer voller. Und am Ende haben wir dann hinter der Memorial Bridge gestanden, was natürlich totaler Müll war, um ehrlich zu sein. Eingekesselt? Eingekesselt, also wir kamen wirklich gar nicht mehr weg, alles kam zum Stillstand. Selbst der Verkehr hat stillgestanden, die Leute haben auf der Straße geparkt, also es war totaler Wahnsinn. Ja, und dann kam es so, wie es halt eben kam. Ne? Ja, dann ging es los und wir zeigen dir jetzt trotzdem noch die besten Aufnahmen. Zumindest haben wir genau unter dem Feuerwerk gestanden, inklusive Aschenregen. Genau. Und damit dir das hier nicht passiert, was uns passiert ist, schlagen wir auf jeden Fall vor, also dass du dir ein River Cruise buchst
also ein Schiff buchst, weil wir haben gesehen, die Schiffe haben perfekt gestanden, hatten mit Sicherheit die beste Sicht nach oben halt eben, also gerade wenn man auf dem Oberdeck natürlich ist und ich glaube, die haben alle da immer oben gestanden, ne? Ja. Also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich die beste Variante. Aber das solltest du wirklich früh buchen, weil das jetzt hier war ja das Super-Event mit den 1000 Drohnen und dem Feuerwerk. Einmalig war das, Einmalig jetzt in diesem Fall. Wir wissen natürlich nicht, wie es nächstes Jahr ist, weil die ändern auch immer gerne ihre Pläne und so weiter. Aber wie gesagt, das wäre eine Variante. Die andere wäre, dass du tatsächlich zu diesem Watt gehst, also zu dem Tempel, wo wir waren, aber dann früh genug, den Verkehr auf keinen Fall unterschätzen, also auch früh genug ein Taxi buchen und am besten, ich würde mal sagen, tatsächlich 4 Stunden vorher dich auf den Weg machen und dann, dass du ungefähr 3 Stunden, je nachdem, wo du natürlich dein Hotel hast, aber dass du mindestens 3 Stunden vorher dir einen Platz sicherst und dich nicht verunsichern lässt, wenn es auch da voll ist und auf gar keinen Fall zu nahe an die Memorial Bridge zu gehen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Da siehst du nämlich am Ende gar nichts oder so gut wie nichts. So sieht's aus. Ja. Ja, wir hoffen, dir hat das Video trotzdem gut gefallen und wir verlinken dir definitiv alle Standorte in der Videobeschreibung und freuen uns, wenn du ein Abo dalässt und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao, bis dann.